Moin meine Freunde des selbstsorgenden Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um Indevolt Erweiterungsakkus gehen und dabei speziell um den neuen SFA 3600 bzw. PFA 4000. Nimmt das einfach als Synonym, beide haben die gleiche Bauform, unterscheiden sich nur etwas in der Kapazität und im Vergleich dann zu den älteren SFA 1800 bzw. PFA 2000. Ja, ich möchte euch einfach mal ein paar Vorteile des neueren Akkus schildern, beziehungsweise auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Geräten. Genau, als Haupteinheit oben habe ich jeweils ein PowerFlex 2000. Aber dabei ist es völlig egal, ob ihr euch für den PFA oder für den SFA-Akku entscheidet als Erweiterung. Ihr könnt beide Akkus letztendlich mischen und auch entweder an den SolidFlex einen PowerFlex-Akku oder an den PowerFlex auch einen SolidFlex-Akku anschließen. Generell, wenn wir uns beide Türme mal anschauen, sehen wir ja schon mal einen großen Größenunterschied. Beide der Türme haben identische Kapazität. Wenn wir jetzt einfach vom PowerFlex-System allgemein reden, hätten wir jetzt hier unten 4000 Kilowattstunden und jeweils hier 2 und 2 Kilowattstunden. Und natürlich der PowerFlex oben als entsprechende Head-Unit hat dann auch nochmal 2 Kilowattstunden. Also wir haben hier gleiche Kapazität, nur neu natürlich in einem deutlich kleineren Formfaktor als hier zur linken Seite mit zwei entsprechenden Akkus. Neben der offensichtlichen Höhenunterschied, den man hier natürlich sieht, hat der einzelne Akku aber auch noch ein paar mehr Vorteile. Zum einen haben wir Gewichtsthema. Hier auf der linken Seite, die beiden Akkus wiegen ca. 20 Kilo das Stück. Ja, zwei Akkus machen also 40 Kilo, zumindest ungefähr. Hier auf der rechten Seite der 3600er bzw. der 4000er, der wiegt aber nur etwas um die 30 Kilo. Das heißt, habt ihr ein Setup, wo Gewicht eventuell eine Rolle spielt, ist hier der größere Akku natürlich deutlich im Vorteil, weil wir uns 10 Kilo sparen. Von den Abmessungen sind beide Akkus sehr ähnlich. Der 3600er ist tatsächlich minimal größer. Man kann den Akku genauso gut stapeln wie alle anderen, wobei man empfiehlt, diesen großen Akku immer am Boden zu haben. Allerdings guckt der SFA 3600 etwas weiter hinten raus. Das können wir uns auch gerne mal etwas anschauen. So, also wir sehen hier den entsprechenden PowerFlex 2000 Akku. Wenn wir uns das hier mal so angucken, sehen wir, das ist eine sehr flache Silhouette. Hier guckt nichts weiter irgendwie hinten raus, außer so ein bisschen die Kühlrippen. Aber ansonsten geht das Ganze hier gerade mit der Haupteinheit hinten runter. Und wenn wir uns jetzt einmal den 3600er anschauen, so einmal für euch einen Ticken zur Seite gedreht, da sehen wir hier oben wieder den PowerFlex 2000. Und wenn wir jetzt einen Ticken nach unten gehen, sehen wir, dass hier ein deutlicher Kasten nach hinten guckt. Und das ist der Unterschied, den man halt deutlich sieht. Wie gesagt, der 2000 Akku hat hier oben mit der Einheit abgeschlossen und der 3600 bzw. der 4000 hat hier hinten nochmal ein kleines Stück rangehängt. Also der Ganze muss dann natürlich etwas weiter von der Wand entsprechend wegstehen. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten, wenn ihr euer Setup entsprechend plant. Ja, ansonsten kann man eigentlich dazu sagen, dass der größere Akku sich hier auf der rechten Seite im Prinzip genauso wie zwei einzelne Akkus verhalten. Entladegeschwindigkeit oder auch Ladegeschwindigkeit hat man hier mit einem Akku die vollen 2400 Watt beim SolidFlex 2000 und PowerFlex 2000 und beim PowerFlex beim PFA 2000, also bei der Erweiterungsbatterie, braucht man halt zwei Erweiterungsbatterien, um hier beim PowerFlex die vollen 2400 Watt abzurufen. Also auch nochmal ein Vorteil. Man hat hier deutlich mehr Kapazität, so ziemlich genau das Doppelte. Man hat die Ausgangsleistung von zwei Batterien und man spart auch noch Gewicht im Gegensatz zu zwei Batterien. Also ist wirklich eine schöne Sache. Und um das Ganze jetzt noch zu toppen,
könnte man ja denken, okay, ja, man hat hier so viele Vorteile, irgendwie, da muss ja ein Haken sein. Preislich gesehen ist es sogar billiger, einen von den größeren zu kaufen als 2 einzelne. Das nenne ich doch mal top, oder? Und für alle, die so ein bisschen zum Thema Selbstverbrauch vielleicht ihre Sorgen haben, da wir hier nur einen Batterieoptimierer verbaut haben, also sozusagen einmal zentrale Elektronik für das Batteriepack und hier nicht doppelt redundant, haben wir bei dem ganzen System auch noch einen deutlich geringeren Selbstverbrauch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das System jetzt neu zusammenbaut oder eventuell auch erweitern wollt, ja, dass ihr dann eher vielleicht auf den größeren Akku geht. Der PowerFlex 2000 und der SolidFlex 2000 unterstützen jeweils Erweiterungen mit 5 dieser Batterien. Genau, und wenn ihr, wie ich schon, PowerFlex 2000 Akkus entsprechend habt oder auch SFA 1800, ne, die SolidFlex Erweiterungsakkus, ja, dann achtet darauf, dass ihr die großen, schweren Akkus immer nach unten setzt und die leichteren Akkus dann oben drauf. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, konnte euch ein paar Infos zu dem neuen SFA bzw. PFA Erweiterungsakku geben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt dies gerne in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.